Heute sprechen wir über Reize. Für Autisten sind Reize bzw. die Reizverarbeitung ein großes Problem. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Anders mit Lizenz. Ich bin Sarah und heute nehme ich dich als autistischen Mensch mit in die Welt der Überforderung mit Reizen oder Überforderung von Reizen. Und ich nehme auch dich, lieber Elternteil eines autistischen Menschen, dorthin mit und versuche zu erklären, welche Reize problematisch sind und warum diese Reize problematisch sind und versuche dir einen Einblick zu verschaffen, wie Autisten sich fühlen und wie du deinem autistischen Kind oder deinem autistischen Angehörigen eine möglichst angenehme, reizarme Umgebung bieten kannst. Wir werden über die 5 Sinne sprechen und über den Zusatzbonus 6. und 7. Sinn. Am Ende des Videos werde ich dir darüber einige interessante Informationen hier bieten. Und wir starten direkt ins Thema. Wir haben 5 Sinne, zumindest wird das in der Schule und in der Öffentlichkeit so gelehrt. Wir haben aber auch einen 6. und einen 7. Sinn. Die 5 Sinne sind Schmecken. Ich werde euch hier den Text dazu einblenden. Sehen, hören, fühlen und riechen. Beim Schmecken ist zu sagen, Autisten haben mit dem Essen manchmal wirklich große Probleme. Es kann natürlich jeder unserer Sinne auch zum Stimming benutzt werden. Und Stimming ist eben eine Selbststimulation, ein selbststimulierendes Verhalten, um Überforderung oder Überlastung, Überreizung abzubauen. Ein Autist kann oder auch jeder nicht autistische Mensch kann mit allen seinen Sinnen stimmen. Beim Essen haben, wie gesagt, Autisten häufig große Probleme. Das liegt zum einen am Geschmack, zum anderen aber auch am Tastsinn. Die Textur von Essen kann ein Problem sein. Wenn Sachen zu matschig sind, wenn Sachen zu crunchig sind, zu knackig sind, kann es ein Problem sein für einen Autisten, das zu sich zu nehmen. Es hat aber in dem Sinne mit dem Geschmackssinn nichts zu tun. Geschmäcker können überfordernd sein. Vor allem fällt es auf, dass viele Autisten Probleme damit haben, viele vermischte Geschmäcker zu essen. Zum Beispiel Eintöpfe oder Nudeln mit vielen Gemüsesorten und Soße. Da sind so viele einzelne Geschmäcker vermischt, dass der Autist davon überreizt wird. Es fällt häufig auf, dass Autisten ihr Essen lieber separat möchten. Zum Beispiel, wenn man Nudeln in eine Schüssel gibt und das Gemüse in eine nächste Schüssel und die Soße in eine wieder andere Schüssel. So kann das gelingen, dass ein Autist besser isst. Es gibt für Autisten sogenannte Safe Foods. Das kann wieder bei jedem Autisten anders sein. Und für viele sind das so ungesunde Snacks wie Pommes, Nuggets, Chips, Soletti und so weiter und so fort, wo einfach die Textur und der Geschmack berechenbar sind, wo der Geschmack und die Textur jedes Mal gleich sind, was ja bei vielen Gemüsesorten nicht der Fall ist. Also wenn man sich Zucchinis kauft, kann das vorkommen, dass die wirklich jedes Mal etwas anders schmecken. Und es ist unberechenbar und für einen Autisten schwer zu verdauen. Ein weiteres Problem beim Geschmackssinn, beim Essen, kann Binge-Eating sein. Es gibt Studien darüber, dass Autisten häufig zu Essstörungen neigen und in Amerika wird beim Auftreten einer Essstörung zeitenweise schon wirklich automatisch ein Autismustest durchgeführt. Ich neige selber zum Binge-Eating. Das liegt zum einen daran, dass wenn ich anfange
zu essen ich schwer wieder aufhören kann, vor allem wenn etwas mir sehr gut schmeckt. Zum einen liegt es an einem der 2 Bonussinne, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Wie kannst du deinem autistischen Kind oder deinem autistischen Angehörigen oder wie kannst du dir selbst als Autist helfen, wenn du häufig mit Essen überfordert bist? Wie gesagt, trenne die einzelnen Zutaten. Koche keine Eintöpfe und wenn du einen Eintopf kochst, für dich und für deine Familie, dann versuche, ob du für dein autistisches Kind die Zutaten einzeln auf den Teller geben kannst. Also wenn du zum Beispiel einen Kartoffeleintopf kochst und da sind Kartoffeln drin und Paprika und vielleicht noch Zucchinis, dann versuche, ob du für dein autistisches Kind die Einzelteile extra braten kannst und vielleicht einen Teil Soße und einen Teil Beilage und einen Teil Kartoffeln separat in Schüsseln füllen kannst, so dass der Autist eben die Möglichkeit hat zu sehen, woraus der besteht. Der nächste Tipp wäre, öfter die Sachen auch roh zum Probieren zu geben. Und das ist natürlich wahrscheinlich nicht für alle Eltern von Autisten möglich, weil Autismus ist wirklich ein großes Spektrum und es gibt natürlich auch sehr schwere Fälle von Autismus oder Fälle von Autismus mit einer zusätzlichen anderen Einschränkung und dort kann es natürlich unmöglich sein, darauf einzugehen wirklich. Aber wo es geht, ihr wisst es selber am besten, ihr kennt eure Kinder am besten, wo es geht. Versucht es einmal, dass ihr wirklich die Zutaten, also Gemüse vor allem, Fleisch natürlich nicht, aber Gemüse einmal roh zum Probieren zu geben, das dann zu braten und dann noch einmal anzubieten. Und was ich merke, ist, dass auch so gatschige, weiche Konsistenzen ein Problem sein können. Und Gemüse wird einfach sehr schnell sehr weich, wenn man es kocht. Da kann man versuchen, es wirklich bissfest zu kochen oder eben einfach einmal roh anbieten. Ist ein Versuch wert, weiß ich aus eigener Erfahrung. Was auch gut funktionieren kann, ist es, wenn man Gemüse paniert. Panierte Sachen kommen für gewöhnlich immer gut an. Mein Safe Food in meiner Kindheit war Kartoffelpüree. Meine Mama hat zu allen möglichen und unmöglichen Tages- und Nachtzeiten Kartoffelpüree für mich gekocht damals, weil das einfach wirklich mein Safe Food war und wenn ich sonst gerade nichts essen konnte wegen Überreizung, Kartoffelpüree ging immer. Was kann uns beim Sehsinn überreizen? Da fällt natürlich Licht darunter. Sehr helles Licht oder sehr aggressives Licht kann für einen Autisten sehr schnell überreizend sein. Zum Beispiel große helle Lampen, Deckenlampen. Ich finde, es ist besonders schwierig, wenn dieses Licht von oben kommt. Ich weiß nicht warum. Da kann es häufig hilfreich sein, wenn man mehrere kleine Stehlampen oder Nachttischlampen oder Tischlampen aufstellt und so eine helle Atmosphäre schafft, ohne dieses aggressive Licht von oben. Es können genauso bunte Farben überreizend sein und eine Einrichtung, die durcheinander ist. Es kann auch also vor allem beim Licht und bei den bunten Farben können zum Beispiel Sonnenbrillen oder Käppis helfen. Mein kleiner, undiagnostizierter 5-jähriger Bub sitzt zum Beispiel beim Esstisch mit einem Käppi. Das schirmt ihn ab von dem Licht von oben und das ist bei ihm wirklich ein Punkt, über den er sehr häufig jammert, dass es ihm beim Esstisch einfach zu hell ist. Man kann darauf achten, dass man seine Einrichtung wenig auffällig gestaltet, wenn man ein Kind zu Hause hat, das häufig überreizt ist. Es gibt natürlich aber auch Autisten, die stimmen mit Farben und mit bunten
Wandfarben, mit bunten Dekokissen, und für die kann das sehr angenehm sein, wenn etwas sehr bunt ist. Da kommt es halt wieder auf den Autisten selbst an, wie sehr oder wie gut er das aushält und wie er das gerne haben möchte. Ein großer Punkt, der zur Überreizung führen kann, ist Unordnung. Ich werde sehr, sehr unruhig, wenn ich mich in einer unordentlichen Umgebung aufhalten muss. Das ist für mich wirklich sehr schlimm. Was schwierig ist als erwachsener Autist, ist, dass man ja selbst irgendwo verantwortlich ist dafür, dass es auch rundherum ordentlich ist. Autisten neigen dazu, eine exekutive Dysfunktion zu haben. Das bedeutet, die ausführende Tätigkeit ist beeinträchtigt. Es kann so dazu kommen, dass man Schwierigkeiten hat, seine Umgebung ordentlich zu halten. Wenn man es aber weiß, dass das für einen wichtig ist, dass man ruhiger sich verhält und dass es einem besser geht, wenn es aufgeräumt ist, dann könnte man versuchen, sich eine Struktur einzubauen, um regelmäßig kleine Dinge zu erledigen, damit die Wohnung, die Umgebung einfach ordentlich und strukturiert bleibt. Ein weiterer Punkt, was zur Überreizung des Sehsinns oder zur Überreizung über den Sehsinn führen kann, ist Dekomaterial. Ich mag zu Weihnachten, was jetzt ja vor der Türe steht, zum Beispiel sehr gerne diese ganzen Lichter. Ich finde das wunderschön. Aber ich möchte, dass zu Hause meine Umgebung das ganze Jahr über relativ gleich aussieht. Deswegen dekoriere ich auch nicht. Und wenn du merkst, dass dein autistisches Kind zu Hause häufig überreizt ist, dann wäre es vielleicht einmal einen Versuch wert, die Dekoration wegzulassen. Oder vielleicht mit dem autistischen Kind darüber zu sprechen, ob ihm das gefällt oder ob ihm das zu unruhig ist. So vor allem die Weihnachtsdekoration mit den bunten Farben, dem ganzen Glitzer. Und wenn man da sich recht viel in die Wohnung stellt, kann das zum einen den Sehsinn überfordern und zum anderen kann es auch die Struktur durchbrechen, weil Autisten ja sehr gerne Struktur haben möchten und weil es vielen Autisten am liebsten ist, wenn immer alles gleich ist, kann das ein Problem sein. Der Hörsinn. Autisten können Sachen hören, die andere Menschen nicht hören. Und ich meine nicht irgendwelche Stimmen im Kopf. Zum Beispiel hören viele Autisten Elektrizität summen. Wir können darauf achten, dass wir unsere Umgebung möglichst geräuscharm gestalten. Wenn du zum Beispiel ein autistisches Kind hast und du hast zu Hause den ganzen Tag den Radio oder den Fernseher laufen, einfach weil du die Stille nicht aushältst, dann würde ich dir empfehlen, schalte das ab und sorge dafür, dass die Umgebung so ruhig wie möglich ist. Natürlich kann auch über den Gehörsinn Stimming betrieben werden. Viele Autisten neigen dazu, sich dasselbe Musikstück immer und immer wieder hintereinander anhören zu wollen. Das kann auch ein sehr gutes Stimming sein. Und wenn es Geräusche gibt, die man nicht beseitigen kann, zum Beispiel Verkehrslärm vor der Wohnung, dann kann es gut sein, dass man für seinen autistischen Angehörigen oder für sich selbst Musikstücke auflegt, dass man versucht herauszufinden, welche Musik gefällt diesem Menschen oder gefällt mir und dass man das so ein bisschen kompensiert oder natürlich auch mit einem Gehörschutz. Es gibt auch ganz tolle im Ohr Ohrstöpsel, die die Geräuschkulisse reduzieren, die die hohen und die tiefen Töne herausfiltern und eben einen nicht komplett abschirmen oder wenn es wirklich gewünscht ist, dass man einmal absolute Stille erlebt oder wenn du das Gefühl hast, dass dein Kind das braucht, dann einen Gehörschutz und es ist leise. Die körpereigenen Geräusche können für einen Autisten auch sehr schwierig sein. Zum Beispiel das
Rauschen des Blutes im Ohr zu hören oder ein Pfeifgeräusch, was die Ohren manchmal machen, oder Atemgeräusche oder Verdauungsgeräusche können sehr überreizend sein. Vor allem für Kinder. Man muss dazu sagen, dass das Nervensystem lernt ja das ganze Leben lang permanent dazu. Das heißt, wenn ein Kind starke Probleme mit Reizen hat, dann wird sich auch der Körper des autistischen Kindes mit dem Alter besser und besser daran anpassen. In vielen Fällen, würde ich sagen. Und es wird im Erwachsenenalter dieses Körpersystem besser mit Reizen umgehen können als im Kinderalter. Aber ich habe wirklich schon von autistischen Kindern gehört, die aufgrund des Geräusches des eigenen Blutes im Ohr nicht einschlafen konnten in der Nacht. Und da kann man eben mit Musik auch gut helfen oder mit so einem weißen Hintergrundrauschen oder graues Rauschen oder was es da nicht alles gibt oder mit irgendeiner Nachtmusik, mit einer Spieluhr. Aber es kommt halt wirklich auf den Autisten drauf an, was der braucht und wie der gestrickt ist. Der nächste Punkt, bei dem ein Autist gerne überreizt wird, ist das Fühlen. Und ich glaube, besonders da ist es schwierig, als neurotypischer Mensch sich in das autistische Gegenüber hineinzuversetzen, weil so viele Kleinigkeiten, die einem neurotypischen Menschen gar nicht auffallen, einen Autisten wirklich zum Wahnsinn treiben können. Und es ist zum Beispiel, wenn man einen langhaarigen Autisten oder eine langhaarige Autistin als Kind hat, die Frisur, das Kitzeln der Haare auf den Schultern oder im Gesicht. Oder auch das Gefühl vom Zug eines Zopfes. Das kann einen Autisten schon ganz schön überfordern. Weil auch viele Autisten ein Problem damit haben, ihre Körperwahrnehmungen in Logik zu übersetzen. Das heißt, es kann passieren, dass ein Autist etwas fühlt und es ihn stört, aber dass er das nicht merkt oder nicht benennen kann, warum es ihm gerade schlecht geht. Und das war auch für mich ein Prozess, jetzt mit meiner Diagnose, das zu lernen. Genau, also wir achten darauf, dass die Frisur angenehm ist, dass keine Haare auf der Stirn kitzeln, dass es keinen unangenehmen Zug von einem Zopf gibt. Bei mir persönlich funktionieren geflochtene Zöpfe recht gut, wenn sie nicht zu eng geflochten sind. Und der nächste Punkt wäre Kleidung. Es ist ein Punkt, der, glaube ich, recht bekannt ist. Wir achten darauf, dass wir uns als Autisten bequem anziehen, dass keine Unterhose kneift, dass kein Etikett kratzt, dass die Socken nicht zu eng sitzen. Vor allem Socken sind ja für Autisten oft ein Problem, wie ich höre. Für mich persönlich nicht so sehr. Und wir sehen bei unseren autistischen Kindern, wenn die sich 20 Mal in der Stunde irgendwo hinfassen an der Kleidung, wo anscheinend irgendetwas juckt, dass wir denen einfach was anderes anziehen müssen. Weil das kann eben wirklich das Fass zum Überlaufen bringen. Das kann wirklich sehr anstrengend sein. Und gerade bei Kleidung merke ich das auch sehr. Ich mag unglaublich gern Leggings, vor allem welche, die bis über die Hüfte wirklich hochgehen, weil ich sonst oft das Problem habe, wenn ich mich bücke, dass sich die Legging einrollt am Bauch. Und das ist fürchterlich. Das ist fürchterlich. Und es gibt so gewisse Kleidungsstücke, die sind mein Safe, mein Safe Clothing. Und die möchte ich eigentlich permanent immer anziehen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man darauf achtet, dass die Kleidung wirklich passt. Und es kann wirklich sein, dass ein autistisches Kind das nicht kommunizieren kann und dass man als Elternteil einfach durchprobieren muss, was geht und was geht nicht. Ein ganz großer Punkt für mich sind Schuhe. Ich habe in meiner Kindheit permanent an Fußschmerzen gelitten und habe irgendwann Einlagen bekommen und das hat es wohl besser gemacht, aber auch nicht gut.
und ich hatte wirklich sehr starke Schmerzen an den Füßen und bin irgendwann sagen wir mit 16, 17 bevorzugt barfuß gelaufen und das auch wirklich überall hin. Ich habe auch Berge barfuß bestiegen. Ich bin über steinige, felsige Hänge barfuß geklettert, weil Schuhe eben so ein schwieriges Thema sind für mich, bis meine persönliche Erleuchtung kam. Barfußschuhe sind einfach der große Meilenstein. Sie vermindern einfach so viele Reize. Schuhe bringen so viele unangenehme Reize mit sich. Schuhe sind schwer oder können schwer sein. Sie können drücken. Sie geben unseren Zehen nie so viel Freiheit, wie unsere Zehen brauchen würden. Und für jeden Eltern eines autistischen Kindes würde ich empfehlen, versucht es mit Barfußschuhen. Ja, bitte, probiert das. Soll ich euch meine Barfuß-Winterstiefel zeigen? Ich mache das, ich hole es schnell. Ich bin wieder da. Auch ein Spezialinteresse von mir lange Zeit gewesen. Barfußschuhe. Diese hier sind von der Marke, da steht es drauf. Soll keine Werbung werden. Und sie sind auch nicht sauber, weil exekutive Dysfunktion, aber sie sind super. Das sind meine Winterstiefel und die sind innen sehr warm gefüttert, da ist ein Fell drin und so bekommt man auch im Winter mit sehr dünner Sohle keine kalten Füße. Ich möchte hier keine Werbung machen, aber also zumindest bekomme ich nichts bezahlt dafür, nur dass ihr es wisst. Diese Schuhe sind eben von Zack und sie kosten ein Vermögen, aber das ist es mir wert, weil ich habe nur 3 Paar Schuhe und von dem her ist das vollkommen okay. Ich habe noch 2 Paar Barfußschuhe von Wildling, einmal wärmere Herbststiefel, einmal dünnere Sommerpatschal und seitdem ich diese Schuhe habe, habe ich kein Problem mehr mit Fußschmerzen und kein Problem mehr mit Überreizung wegen zu heißen Füßen, zu kalten Füßen, zu schweren Schuhen. Kann ich jedem Elternteil eines autistischen Kindes oder jedem Autisten nur empfehlen, nicht befehlen, empfehlen, das einmal auszuprobieren. Obwohl, ich befehle euch, probiert das aus. Genau, und das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt der Überreizung wegen Kälte oder Wärme. Für mich war als Kind das An- und Ausziehen ein großes Problem. Ich habe regelmäßig mit meiner Mutter Kämpfe ausgefochten, weil ich mich nach der Schule nicht umziehen wollte. Und es ist heute noch schwierig für mich, mich umzuziehen oder auszuziehen, weil eben dieser Übergang von warm eingepackt auf zu kalt sehr schwierig ist. Und das kann auch für Kinder sehr überfordernd sein. Umziehen kann auch motorisch überfordernd sein, weil eben gerade so feinmotorische Sachen wie Socken oder Strumpfhosen anziehen sind für Autisten vor allem im Kindesalter sehr schwierig und die brauchen da für gewöhnlich etwas länger, um das wirklich zu können. Der nächste Punkt ist Riechen. Oh mein Gott, Parfum. Generell sind Gerüche für mich extrem schwierig, auch Gestank. Also wenn es jetzt irgendwo sehr penetrant stinkt oder wenn auch in der Wohnung einmal irgendein Ding ist, zum Beispiel ein Kompostkübel, also ein Biomüllkübel, der stinkt, ich muss das wirklich schnell entfernen, weil das etwas ist, das kann ich ganz schlecht ausblenden und das stört mich sehr. Und ich rieche auch Sachen, bevor sie alle anderen riechen. Ich bin sehr empfindlich. Und der eigene Körpergeruch, der kann einen auch sehr stören, was auch wieder schwierig ist für Autisten, weil viele Autisten, wie gesagt, Probleme mit der exekutiven Dysfunktion haben und deswegen sich schwer tun mit Duschen oder Körperpflege, was auch wieder mit den Reizen zusammenhängt, weil man möchte nicht duschen gehen, weil man weiß, man muss sich dann ausziehen, es ist kalt, dann geht man in die Dusche, der Duschstrahl ist
vielleicht zu hart oder es tut irgendwie weh. Wir sind da auch sehr empfindlich, das gehört wieder zum Fühlen dazu. Und ja, der eigene Körpergeruch. Ich komme nicht zurecht damit, dass ich nach Mensch rieche und ich würde gern versuchen, mich einfach unriechbar zu machen, aber es geht nicht. Was noch schwierig sein kann, vor allem jetzt in der Weihnachtszeit, sind Duftöle oder Duftkerzen oder Weihrauch. Das können alles Gerüche sein, auf die Autisten sehr empfindlich reagieren. Das heißt, wenn du einen Autisten oder eine Autistin zu Hause hast, dann achte darauf, dass die Umgebung so neutral wie möglich riecht. Auch bei Waschmittel muss man da sehr drauf aufpassen. Es gibt Waschmittel, die schmerzen mir wirklich in der Nase, die tun mir weh. Die tun mir wirklich weh. Bei Bettwäsche vor allem ist das wirklich fürchterlich. Also achtet bitte darauf. Ich meine natürlich, dass der Geruch vom Waschmittel in der Nase wehtut und nicht das Waschmittel selbst. Dass ihr unparfümierte Waschmittel verwendet. Und auch beim Duschbad. Also ich habe auch vor kurzem ein teures Duschbad weggeworfen, weil das aufgetragen auf der Haut einfach so intensiv gerochen hat und ich habe es nicht ausgehalten. Ich rieche natürlich im Geschäft vorab daran, wie riecht das, wo es halt möglich ist, bei welchen Sachen. Aber da im Geschäft war der Geruch wirklich sehr sanft und zu Hause, Mandelblüte war das, zu Hause war es fürchterlich intensiv, süß, stinkend. Und wenn wir bei allen diesen Reizen darauf achten können, dass wir es in unserer Umgebung zu Hause wirklich minimieren, dass wir vielleicht bei unseren Teenager-Autisten-Kindern im Zimmer darauf achten, dass keine stinkenden alten Socken liegen und solche Sachen wegräumen und dass wir bei allen Punkten uns darauf konzentrieren, dass wir unseren autistischen Kindern einfach ein möglichst reizarmes und angenehmes Umfeld, eine Umgebung schaffen können, dann kann ich garantieren, dass Schwierigkeiten sich minimieren werden, dass die Kinder sich besser konzentrieren werden können und dass es nicht mehr so oft zu Meltdowns kommt. Es ist natürlich absolut wichtig, dass wir uns versuchen, dort hineinzufühlen, wie geht es unseren autistischen Kindern und dass wir auch, wenn wir selbst Autisten sind, darauf achten, dass wir in uns gehen und uns fragen, was uns jetzt eigentlich wirklich stört oder wie wir uns gerade in unserer Umgebung fühlen. Weil oft ist man so in einem Alltagstrott und dann merkt man gar nicht, was einen gerade eigentlich stört oder warum man jeden Abend so fertig ist, obwohl man eigentlich nichts gemacht hat. Und da wäre es einfach gut, wenn man sich einmal hinsetzt und diese ganzen Punkte für sich durchgeht und drüber nachdenkt oder reinfühlt, ob einen irgendetwas vielleicht stört. Und jetzt kommen wir zu unseren Bonusreizen. Und zwar ist das die Interozeption. Das ist ein Überbegriff, also sozusagen der 6. Sinn, eigentlich vielleicht sogar der 6. und 7. Sinn. Da ist zum einen die Viszerozeption. Viscera ist lateinisch und steht für Eingeweide und Rezipere steht für aufnehmen. Also die Viszerozeption, die Eingeweide aufnehmen sozusagen. Die Körperwahrnehmung über Organtätigkeiten. Und auch da haben wir Autisten Probleme. Es ist uns oft nicht bewusst, was diese Signale uns sagen wollen, die unser Körper uns da sendet. Da geht es zum Beispiel um Durst, ein Durstgefühl. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich laufe sehr viel mit einer riesengroßen Wasserflasche herum, weil ich einfach es überhaupt nicht aushalten kann, ein Durstgefühl zu haben und weil ich permanent eigentlich das Gefühl habe, durstig zu sein. Ich möchte einfach viel trinken, weil dieses Durstgefühl ist für mich wirklich sehr schwer auszuhalten. Auch das Sättigungsgefühl, da kommen wir zu dem Punkt, wo ich vorher gesagt habe, bei dem Geschmackssinn, dass ich euch das noch sagen werde in Bezug aufs Binge-Eating. Ich merke nicht, wenn ich satt bin. Also nicht, ich merke es nicht, sondern
ich weiß nicht, irgendwie übertauche ich diesen Punkt, wenn ich satt bin und ich fühle es nicht wirklich. Und ich muss mich wirklich dann dazu zwingen, aufzuhören zu essen. Ist eben ein Stimming-Punkt für mich. Dafür habe ich wirklich eine gute Figur, muss ich sagen. Also normalerweise müsste ich anders ausschauen, aber ist wirklich ein Stimming-Punkt und man kann als Autist dieses Sättigungsgefühl manchmal einfach nicht wahrnehmen. Dazu gehört auch Hunger. Auch Hunger wird von Autisten oft nicht wahrgenommen. Man merkt dann als Elternteil, dass das Kind wütend wird und man kann darauf achten, dass man einfach immer irgendwelche gesunden Safe Foods dabei hat, falls es solche gibt, und so seinem Kind helfen, dass es eben nicht überreizt wird in diesem Punkt. Die Organtätigkeiten, die restlichen, also ich habe so eine eigenartige Sache mit meiner Blase. Das war schon als Kind so. Ich bin mir meines Blasenvolumens hyperbewusst. Das heißt, ich habe eigentlich permanent das Gefühl, auf die Toilette zu müssen, außer meine Blase ist restentleert. Und das stört mich und das belastet mich vor allem nachts, weil wenn ich auch nur kurz aufwache, dann muss ich auf die Toilette gehen, weil ich nicht genau einschätzen kann, wie sehr meine Blase gefüllt ist. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Oder auch, wenn ich als Autistin manchmal Einschlafstörungen habe und am Abend im Bett liege und ich liege dort eine halbe Stunde, dann merke ich, oh, in meiner Blase ist etwas drin, ich muss aufs Klo gehen, weil sonst kann ich nicht einschlafen. Wenn ich nicht vorher restentleert ins Bett gehe, kann ich nicht einschlafen. Es geht nicht. Und das bedeutet, dass ich sehr oft nachts aufstehe und zur Toilette gehe, weil ich irgendwie nicht wirklich einschätzen kann, wie sehr meine Blase gefüllt ist. Meine Blase meldet immer Alarm. Genau. War das zu viel Information? Ich weiß nicht, aber sonst spricht ja keiner darüber. Ist vielleicht interessant für irgendjemanden, der ein autistisches Kind daheim hat, das nachts 1000-mal auf die Toilette rennt. Es gibt natürlich auch das andere Extrem, wo autistische Kinder es nicht merken, wenn sie aufs Klo müssen und deswegen bis in ein höheres Kindesalter noch Windeln tragen müssen. Der nächste Punkt in der Interozeption, also unser sechster Sinn, beziehungsweise unser sechster und siebter Sinn, Viszerozeption haben wir gerade besprochen und die Propriozeption besprechen wir als nächster. Das ist der Tiefenwahrnehmungssinn. Der Sinn, der unsere Muskelsehnen betrifft, der wahrnimmt, in was für einer Position wir uns gerade im Raum befinden. Auch in diesem Punkt ist es schwierig für Autisten, die Körperwahrnehmung zu verarbeiten, die Reize, die ausgesendet werden, richtig zu verarbeiten und umzusetzen. Das zeigt sich daran, dass Autisten vielleicht öfter als neurotypische Menschen irgendwo anrennen, dass sie es zum Beispiel nicht schaffen, ein Glas sanft auf den Tisch zu stellen oder dass sie es nicht schaffen, sich sanft hinzusetzen, weil sie jetzt nicht unbedingt merken, wo sich der Körper befindet, weil sie nicht die Vorstellung haben, wie weit entfernt ist das andere Objekt, mit was für einer Geschwindigkeit und Kraft muss ich die Aktion durchführen, um ein möglichst sanftes Ergebnis zu erhalten. Das ist eben das Muskelgedächtnis. Und da hängt auch die Druckrezeption dran. Und da kann man einem Autisten mit Gewichtsdecken helfen. Durch diese Gewichtsdecken wird die Reizverarbeitung angeregt. Und ich lese öfter, dass Eltern von autistischen Kindern sagen, die Gewichtsdecke, die hat bei uns überhaupt nichts gebracht. Und aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass dort ja ein gewisser Prozentsatz vom Körpergewicht genommen wird für das Gewicht der Decke. Und aus meiner Wahrnehmung sind die Decken meistens einfach zu leicht. Also ich habe eine Gewichtsdecke, die für mein Gewicht perfekt passt. Man sagt 10% ungefähr vom Körpergewicht. Meine Decke hat 6 Kilo
und ich glaube, ich hätte gerne lieber 11 Kilo. Man soll sich natürlich unter der Decke nicht beklemmt fühlen und sie soll einen nicht zerquetschen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht kann man das ausprobieren. Weil mir hilft das sehr, wenn ich mich sehr überreizt fühle, dann falte ich meine Decke klein zusammen, so dass ich die 6 Kilo nur auf meinen Brustkorb legen kann oder auf meine Oberschenkel. Und dann hilft mir das wirklich sehr dabei, Reize zu verarbeiten. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich euch ein bisschen näher bringen, wie Autisten sich fühlen, und konnte ich euch vielleicht, wenn ihr selber Autisten seid, 1 oder 2 Sachen sagen, die ihr vielleicht noch nicht bedacht habt oder die euch noch nicht aufgefallen sind. Und ich wünsche euch, dass ihr gerade in dieser reizintensiven Zeit gut zu euch seid. Und danke fürs Reinschauen. Bussi, bussi, baba.